friends, da bin ich mal wieder. Here I am again. Heute mache ich zum ersten Mal eine Leinwand mit schwarzem Hintergrund. Today I'm doing a painting with a black background for the first time ever. Es ist auch eine große Leinwand, 20 x 20, 40 x 40 Zentimeter. Entschuldigung. Yes. For me, it is a large canvas, a 16 by 16 inches, and I'm beginning with the background. Ich fange mit dem Hintergrund an, schwarz. Ich habe die Leinwand mit schwarzem Gesso vorbereitet. I have prepared the canvas with black gesso to be on the safe side, um sicher zu gehen, dass es am Ende auch wirklich alles schön mit Schwarz bedeckt ist. To be on the safe side that at the end everything will be nicely covered in black. Ich fahre jetzt wieder mit meinem Kamm dadurch, wie ich das auch mit Weiß machen würde. I'm going through it with my comb, just the way I would with white. I hope I have enough. Ich hoffe, ich habe genug, denn ich will im Bild auch noch Schwarz verwenden. I want to use more black in the painting as well. So that's why I hope I have enough. I'll come back to you when this is spread out. Ich melde mich gleich wieder. So, jetzt ist alles schön verteilt. Now everything is spread out nice and even. Und ich kann ans Begießen gehen. Ich habe diese Gerätschaft gefunden. Sie dient dazu, Pfannekuchen zu machen. Hier ist ein Knopf und auf Knopfdruck öffnet sich der Boden und schließt sich auch wieder, wenn man loslässt. Und dann kann man auf diese Weise Pfannekuchenteig in die Pfanne gießen. So this is used for making pancakes. You put the batter in here and then you press the button and it opens up here and batter for the pancakes flows out. I thought it might be nice to try this for my canvas. Dann kann man nämlich etwas, wie soll ich sagen, etwas gezielter und kontrollierter gießen. I think that you can pour in a more controlled way like this. So, der Dirty Pour ist vorbereitet mit Gold, Schwarz und Weiß. The Dirty Pour is prepared with gold, black and white. And I'm going to start right now. Ooh. Ooh. Oh. Kind of fun. Sieht nicht schlecht aus.
So, die Frage ist jetzt, so lassen oder tilten. What would you do? Would you tilt it or would you leave it? It's hard to say. It is so interesting. Hier, das sieht so interessant aus. Das ist ein bisschen weniger interessant. Erstmal die Luftblasen wegmachen. Let me just pop the air bubbles. Oh, das sieht aus wie ein Fuß. That looks like a footprint. See? Awesome. Aha, okay. Nochmal versuchen, was sich tut. Ich glaube nicht. Nein. Ich glaube, jede weitere Manipulation würde das Bild nicht mehr verschönern. Im Gegenteil. Was man machen kann ist, das werde ich auch tun, nochmal einen kleinen Dirty Pour vorbereiten und nochmal über den ersten Teil gehen. So I prepare a small dirty pour for the first part, which is a bit boring, and then I go over it again. Let's see if this improves something. So let's see if we can get the first part of this dragon a little more interesting. Ich habe etwas mehr Schwarz jetzt reingetan als eben. Oh wow. Jetzt kenne ich mich schon besser damit aus, dass man nur so ganz leicht drauf drücken muss. Diesen Knopf. Ja, das ist doch wesentlich interessanter jetzt. Wesentlich interessanter geworden. Mit diesem Zusatz. It's much more interesting now with this second pour on the pour. A pour on the pour. Es tröpfelt noch ziemlich viel an der Seite runter. There's quite a bit dripping off the edges. So I have to use my hair dryer. Blow dryer. So was. Muss ich den Föhn benutzen. Um das trocken zu kriegen. Ich föhne jetzt so lange, bis es trocken ist und nicht mehr weiterläuft. So, ich habe jetzt so lange geföhnt, bis hier nichts mehr läuft. I dried it, so it doesn't run off here anymore. Ich lasse das jetzt in Ruhe. I leave it alone. I'm not going to touch it anymore. Ich werde es jetzt also, es wird sich noch weiter ausbreiten. Ich mache jetzt gar nichts mehr dran. Es breitet sich noch von alleine aus. Und ich zeige euch gleich noch ein Close-up.
Und wenn es trocken ist, könnt ihr es auf meiner Seite sehen. Acrylbilder gießen auf Facebook. So I leave it alone, I won't do anything. And I allow it to dry. And when it's dry, I give you a close-up right now. But when it's dry, I will post it on my Facebook page, Acrylbilder gießen. Ja, das war's für heute mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, mir einen Daumen hoch zu geben und meinen Kanal zu abonnieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Thanks for watching. Don't forget to give me a thumbs up and to subscribe to my channel. And see you next time. Bye. So here's the close-up. Das Close-up. Hier ist der Anfang. Irgendein seltsames Wüstentier. Some strange creature of the desert. That's what it is. The footprint has gone. It's a shame. Der Fußabdruck ist halt weg, aber okay. Mir gefällt's sehr gut. I like it very much. Thanks, guys.